Jo, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alan Wake. Ja, ich habe mir gerade so überlegt, ich werde das Spiel jetzt an einer Session, an einem Abend aufnehmen, durchspielen. Und ich werde dabei des Öfteren einfach mal einen Cut machen. Aber nicht einfach so von 0 auf 2, sondern ihr werdet es sehen, wenn sich das Ende abdunkelt. Das bedeutet dann, in den nächsten 5 Sekunden bis 10 Sekunden wird das Video enden. Und damit immer dieses, naja, für manche ist es nervig, für manche ist es gut, damit es angekündigt wird, dieses, ja, wir sehen jetzt nächste Folge wiedersehen, auf Wiedersehen, bla 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 bla, das lasse ich mal in Zukunft ein bisschen weg. Und ich werde einfach dann schneiden und abdunkeln. Dann werdet ihr merken, wenn es zu Ende ist. Habt dafür Verständnis, aber die Mehrheit will das halt so. Und naja, man muss halt mitgehen. Okay, nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Und wir klingeln mal bei der kleinen Clara. Oder wie heißt sie noch? It's you. How dare you? No, wait. It isn't you. Is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Thanks. Na, ich hätte sonst geschossen. Okay, warte mal. Die weiß ja nicht, dass wir schon mal hier waren. Das war ja bei der Mechanikerin war es genauso. Aber da er erzählt hat, was glaube ich passiert, wusste sie, dass er doch hier sein könnte oder gewesen muss. Oder? Habe ich das jetzt richtig erzählt? Wie gesagt, ich habe einen halben Monat nicht gezockt. Naja, wir gucken erstmal, was hier drauf ist. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Der Typ ist einfach nur krank. Wie gesagt, ist das jetzt Einbildung oder so alles? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall ist der Typ krank. Der ist einfach nur krank, der Typ. Ich weiß nicht, warum der das tut oder warum das passiert. Aber es passiert nun mal. Warte mal, hier ist doch irgendwas. Hä? Ist das draußen? Ach, das ist die Kiste, stimmt. You'll have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed. Okay. Sie hat das Gefühl, dass alles schon mal passiert ist. Aha, okay.
Wir haben das Teil ja gleich da. Wir haben es ja letztes Mal holen müssen. Jetzt haben wir es schon da. I think we can give this a go, although I have this strange feeling that something will Don't go start wrong. it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me. Ja. Hä? Soll ich jetzt hoch oder jetzt die Rohre? Ich gehe mal hoch. Weil wir wollen ja so viel wie möglich von der Geschichte erfahren und deshalb fahre ich jetzt einfach mal hoch und mal gucken, was sie zu erklären hat. So eine kleine Zuckerschnute. Hello. I don't quite know what's going on, but I seem to remember having had this encounter before. It's not deja vu, Doctor. This has happened before. We're caught in a time loop. That's utterly insane. How could that be? I can't really explain it. I suppose I could call it magic. I don't believe in magic. Neither do I. But I can't argue with what I've experienced. Listen, what matters now is the signal. The last time we only caught a part of it. I need the rest of it. Whether you believe me or not, you want to look into this as much as I do, right? Yes. All right. I realize that you have trouble believing this. That's an understatement. I can't deny that what you say resonates with me on some level I don't pretend to understand. But for all I know, I'm simply delusional. But it's not just you. I've experienced the same thing as you. Doesn't that prove something, at least? Maybe. On the other hand, given your appearance, and the fact that you're trying to convince me that I'm not insane, perhaps you're merely a hallucination that accompanies my delusions. You're not having a psychotic episode, Doctor. For what it's worth, I'm a skeptic by nature. I completely understand your reluctance to believe me. There are people caught so deep in their psychosis that they retroactively manufacture memories and beliefs that conform to the situation at hand. Sure, but you have to stop second-guessing yourself at some point, if you want to get something done. Also sie weiß, dass das schon mal passiert ist, aber glaubt uns irgendwie nicht. Wie würdet ihr in so einer Situation reagieren? Aber er hat doch schon gesagt, das ist doch Beweis genug. Er weiß, was passiert. Er hat das Teleskopding gleich mitgebracht, dieses Bildvermessungsteil da. Schon allein, das wäre ein Grund, ja, von wegen nicht starten, sonst überhitzt. Es gibt Probleme mit dem Kühlsystem. Das soll ja schon, das ist doch schon ein sehr großer Beweis, dass er eigentlich schon mal da war. Wenn jetzt einer ankommen würde und meinte, ja, ich war schon mal hier. Ich kann dir alles erklären und alles. Da würde ich mir dann auch denken, okay, der Typ ist bescheuert. Wo zeigt denn der Stern eigentlich hin? Also, letztes Mal mussten wir die Kühldinger abdrehen, weil die überhitzt sind. Ne, da müssen wir das Flüssigstickstoff freilassen. So war das. Und jetzt müssen wir... what the fuck? Ich kann zum Glück drüber springen. Ob das jetzt ein Bug war? Ich weiß es nicht. Okay. Okay, ich komme nachher wieder. So, einer schon mal weg. Na, da ist ein großer dabei. Dürfte aber für meinen Karabiner kein Problem sein. Was ist das? Heulen die Granaten? Das hört sich gerade an wie so ein Schrei. So, ah. Naja. Okay, wir müssen
Hier drin. Ah, da drinne. These beings hate the light, am I correct? You should be able to turn on the lights and secure the area that way. Hallo? Achso. Doctor, can you hear me? I think we're good to go. All right, I'll start looking for the signal. Please, head back. Okay. Wir können nur da wieder lang. Nicht gut, nicht gut. I guess they didn't like that. Okay, wir haben kapiert. Wenn du böse bist, schmeißt du mit Autos nach uns. Ja, 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 kann ich alles nachvollziehen. Okay. Steine auch. Wo mal so ein kleiner Stein ein paar Tonnen wiegen kann. Okay, du bist böse. Wow. Du musst weg. Da ist noch was. Okay, lad auf. Ich will jetzt nicht so viel Batterien verschwenden. Ah, da war noch eins. So. Ach, guck mal, da ist doch noch eins. Weil der hat nämlich da mal hingeguckt. Da ist noch eins. Der guckt nämlich immer so komisch. So, der guckt noch irgendwo hin. Da ist noch eins. Ich glaube, ich habe es gesehen. Oder? Psst. Okay. Da möchte jemand... Ja, da möchte jemand, dass wir dann nicht hochgehen. Aber es gibt da zum Glück noch diesen Weg hier. Ja, die Lampen gehen kaputt, ich weiß. Ist völlig okay. Okay, da hinten habe ich will ihn nicht sehen. Und da habe ich ihn nicht sehen. Lad auf, lad auf. Oh, der war schon weg. Puh. Oh, ich habe noch 4 Schuss. Ich steige mal so lange auf den Revolver um. Und bitte nicht hinter uns. Ich mag das immer nicht. Na, los. Lad auf. Puh. Also, man kann hier viele Sachen nicht mit den Original Alan Wake vergleichen. Und da hängt ein Manuskript. War das vorhin schon da? Nee, die Kiste leuchtet nicht auf von den Fahrzeugen. Das war das Manuskript. Ah, das haben wir gar nicht entdeckt. Okay, Geschichte. The Taken may well be the tool the darkness favors over any other. At some point, they used to be human, but whatever humanity they once had is long gone. Now they're just shells covered and filled by darkness. The Taken Mr. throws at me are more grotesque and varied than the ones I first encountered in Bright Falls. But I know how to deal with them. I'd be lying if I said they don't frighten me. But I've survived worse. I can't let them stop me. Sie werden uns nicht aufhalten. Dafür werde ich sorgen, mein Lieber. Schade, ich hätte gerne mal die Combat Shotgun. Aber ich glaube, die kriegen wir in diesem Durchlauf nicht, weil ich weiß nicht, wie lange das Spiel wird. Also groß wie Alan Wake ist es nicht. Danach kommt noch das Autokino. Und ob wir dann noch mal ein drittes Mal dann das alles noch mal durchgehen müssen, das kann ich nicht sagen, weiß ich auch leider nicht. Wenn ich ehrlich bin, würde ich es nicht machen, weil das dritte Mal noch mal, nur halt wieder ein bisschen anders, ich weiß nicht. Da ist irgendwann der Saft raus.
So, jetzt haben wir wieder Muni. Karabiner ist einer meiner Lieblingswaffen, obwohl ich nicht so Waffen mag. Aber in Spielen schon. Aber in Real Life, naja. Vielleicht auf dem Schießstand mal mit einem Karabiner schießen. Aber niemals auf Menschen. Dann mal kurz mein Ohr kratzen. So. Weil manchmal, wenn das Headset zu lange drauf auf den Ohren sitzt, dann schwitzt das drunter und dann fängt das an zu jucken. Hat die Sache so hin hoch? Ja. Würde mich nicht wundern, wenn trotzdem noch hier gleich eine ganze Karambolage ankommt und uns ans Leder will und uns die Hosen nackig machen will. Ah, ist ein schöner Himmel. Find the signal? Yes, I don't think it's quite the same thing we had, the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though, if you don't mind. What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I've fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd. But it works. Assuming I believe this, why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against this, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be hangry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Ja. Ja, wir sind aber nicht böse. Another printout. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness.